Der erste Akt ist vorbei, die Highlights des ersten Semifinales und die extremen Corona-Sicherheitsvorkehrungen in Rotterdam. Wir schalten zu unserem Reporter Didi Betschel. So, der erste Akt ist also vollbracht, das erste Semifinale über der Bühne seit wenigen Minuten in Rotterdam. Der Eurovision Song Contest, der gerade heuer auch Role Model sein soll, sein muss. Die strengen Corona-Sicherheitsvorkehrungen dort sollen Vorbild sein für andere große Festivals, Konzerte, Kulturveranstaltungen. Demnächst scheitert der Song Contest, scheitern auch die anderen. Wir schalten gleich live nach Rotterdam. Zuvor Alexander Bogner mit den Highlights des Abends. Let the Eurovision Song Contest begin! Open Up lautet das Motto des 65. Song Contests. Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause wird die musikalische Vielfalt wieder eindrucksvoll zelebriert. Für den schrägsten Auftritt des Abends sorgt die Ukraine, die es damit ins Finale schafft. Das ist eine traditionelle ukrainische Stimmlage, die mir meine Großmutter beigebracht hat. Vom ohrwurmtauglichen Kaugummi-Pop über viel nackte Haut gab es auch Songs mit einer Message, wie etwa von Russland. Im Lied Russian Woman geht es um die Selbstbestimmung der Frau. 10 Länder haben es ins Finale geschafft, darunter auch Malta. Sängerin Destiny wird auch als Favoritin für den Gesamtsieg gehandelt. Es ist also die erste Großveranstaltung mit Publikum seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Song Contest, wie gesagt, eine Art Vorbild soll es sein für andere Großveranstaltungen. Dietmar Petschel ist für uns in Rotterdam. Die Nervosität ist da natürlich entsprechend, große Verantwortung. Ist Rotterdam bis jetzt ein gutes Vorbild? Ja, schönen guten Abend. Es ist wahrscheinlich mehr ein Experiment als ein Vorbild im Augenblick noch. Es ist so, dass die Besucherzahl von 1500, die möglich gewesen wären in der Halle, auf 3500 reduziert wurden. Man kommt in die Halle nur mit einem tagesaktuellen Corona-Test rein. Es gibt Tracing auf den Zutrittskarten, damit es keine Menschenansammlungen gibt. Es gibt nur Sitzplätze. Aber das wirklich Spannende ist, dass alle Fans nach dem Song Contest dann auch nochmal getestet werden sollen und erst an diesen Ergebnissen wird man dann wirklich sehen, ob das Vorbildwirkung hatte oder eben doch nur ein Versuch war, ob Großveranstaltungen in Corona-Zeiten möglich sind. Was bedeutet das ganz konkret für die Delegationen? Also ist natürlich besser als letztes Jahr, da gab es überhaupt keinen Song Contest, aber ist das nicht sehr mühsam? Naja, mühsam. Es ist halt so, dass die Delegationen alle quasi in Quarantäne sind. Also wir dürfen hier mit Vincent aus dem Hotel nur dann raus, wenn uns ein Shuttlebus abholt zu einem offiziellen Event, zu einer Probe, zum Red Carpet oder eben dann zu einer Show. Es gibt keinen Kontakt zwischen den Delegationen, also das, was oft den Song Contest ja ausgemacht hat, nämlich dass sich die Künstlerinnen und Künstler aus allen Ländern dann treffen und miteinander jammen. Das fällt natürlich völlig flach und auch das Semifinale heute hat sich Vincent mit uns im Hotelzimmer am Fernseher angeschaut und nicht in der Halle. Also auch das gemeinsame Feiern dann nach einer Show und das sich kennenlernen, das fällt heuer komplett aus. Aber wir sind natürlich trotzdem wahnsinnig froh, dass der Song Contest überhaupt stattfinden kann, denn das ist ja in Zeiten wie diesen gar nicht so selbstverständlich. Vielen Dank, Dietmar Petschel, für heute. Am Donnerstag sehen wir uns dann wieder. Dankeschön nach Rotterdam. Ja, so farbenfroh.